Deutsch lernen durch Hören. Junge Mutter. Melli ist 17 Jahre alt. Sie geht in die 10. Klasse. Im Sommer wird sie ihren Realschulabschluss machen. Danach möchte sie auf ein Gymnasium gehen. Dort will sie Abitur machen. Anschließend kann sie studieren oder eine Ausbildung beginnen. Das weiß Melli noch nicht genau. Sie hat noch 3 Jahre Zeit zum Überlegen. Heute geht es Melli nicht gut. Sie ist seit Tagen sehr müde. Und jetzt ist ihr auch noch übel. Ihre Mutter macht sich große Sorgen. Melli, bitte geh heute zum Arzt. Du musst dich untersuchen lassen. Als Melli vom Arzt zurückkommt, redet sie kein Wort. Sie geht gleich auf ihr Zimmer. Ihre Mutter klopft an die Tür. »Melli, was ist denn los? Was hat der Arzt gesagt?« Doch sie hört nur, dass Melli weint. Vorsichtig öffnet die Mutter die Tür. Melli liegt auf ihrem Bett. »Was ist denn los?« Melli sagt nichts, aber sie gibt ihrer Mutter ein kleines blaues Heftchen. Auf dem Umschlag steht Mutterpass. Mellis Mutter weiß Bescheid. Melli ist schwanger. Sie bekommt ein Kind. »Ach, Melli, der Zeitpunkt ist aber sehr ungünstig.« Sie möchte ihrer Tochter keine Vorwürfe machen. Aber die Planung für Mellis Zukunft muss jetzt ganz neu überlegt werden. Melli weint immer noch. »Jetzt ist alles aus!« Die Mutter setzt sich zu Melli auf das Bett. Sie nimmt ihre Tochter in die Arme. »Nein, Melli, es ist nicht alles aus. Wir müssen nur neu planen. Den Abschluss im Sommer schaffst du auf jeden Fall. Das Baby kommt ja erst im September. Du kannst dich dann 1 Jahr ganz in Ruhe um das Kind kümmern. Ich helfe dir dabei. Und danach machst du die Schule weiter wie geplant. Ich arbeite nur vormittags. Wir finden einen Platz in einer Krabbelgruppe. Da werden kleine Kinder betreut. Andere schaffen das doch auch. Was sagt denn dein Tom dazu?« »Ach, der Tom, mit dem habe ich letzte Woche Schluss gemacht. Ich bin jetzt ganz alleine.« »Nein, Melli, du bist gar nicht alleine. Ich bin für dich da. Und es gibt vom Staat ganz viele Angebote für junge Mütter. Wir trinken jetzt erst einmal einen Tee und dann schauen wir im Internet nach, was unsere Stadt für Hilfe anbietet. Es wird alles gut. Und ich werde bald Oma. Das ist doch eigentlich auch ein Grund zum Freuen.« Fortsetzung folgt. Kinderzimmer einrichten. Melli ist schwanger. Sie ist jetzt im 6. Monat. Gestern hatte sie die letzte Prüfung für den Realschulabschluss. Es ist alles gut gelaufen. Melli ist froh, den Stress hinter sich zu haben. Jetzt kann sie sich erst richtig auf das Baby freuen. Ihre Mutter kommt in Mellis Zimmer. »Melli, wir müssen überlegen, wie wir dein Zimmer umräumen können. Du brauchst auf jeden Fall ein Kinderbett und eine Wickelkommode.« »Was ist denn eine Wickelkommode?« Melli hat über Kindermöbel noch nicht nachgedacht. Darauf kannst du das Baby legen, wenn du die Windeln wechseln musst. Sie ist an den Seiten etwas höher, so kann das Kind nicht herunterfallen. Melli überlegt. »Kann ich das nicht einfach auf einer Decke auf dem Boden machen?« Die Mutter lacht. »Das wäre natürlich die sicherste Methode, aber dann musst du dich ständig auf den Boden knien. Glaube mir, so eine Kommode ist sehr praktisch. In die Schubladen kannst du alles legen, was du zum Wickeln brauchst. Dann sieht das Zimmer auch ordentlicher aus.«
Melly ist noch nicht überzeugt. Dann wird mein Zimmer zu klein. Man kann sich gar nicht mehr gut darin bewegen. Können wir so eine Kommode nicht ins Badezimmer stellen? Mellys Mutter nickt. Ja, das ist eine gute Idee. Ich könnte den kleinen Schrank nehmen und wir bauen daraus eine Wickelkommode. Wir brauchen nur ein großes Brett. Das schrauben wir darauf. Und an die Ränder nageln wir noch ein paar Leisten. Ich messe das mal aus. Nachher fahren wir zum Baumarkt. Dort kann man Holz passend sägen lassen. Melly ist froh über diese Lösung. Sie möchte nicht in einem Zimmer leben, in dem so viele Babymöbel sind. Und ein Bettchen brauchen wir auch nicht. Ich kann das Baby mit in mein Bett nehmen. Das ist sowieso besser für das Kind. Die Mutter lacht. Ja, das ist am Anfang auch viel praktischer. Aber irgendwann möchtest du nachts auch wieder alleine schlafen. Dann können wir immer noch ein Kinderbettchen kaufen. Hier in meinem Schrank kann ich 2 Fächer frei machen. Da könnte ich die Kinderkleidung einräumen. Mellys Mutter nickt. Sie will jetzt nichts weiter dazu sagen, aber sie weiß aus Erfahrung, wenn das Kind erst einmal da ist, bekommt man viel geschenkt. Das muss alles irgendwo verstaut werden. Und dann wird auch Melly weitere Möbel haben wollen. Ein Kind verändert alles. Fortsetzung folgt. Melly mietet eine Garage. Melly hat ihr Baby bekommen. Es ist ein Mädchen und heißt Isa. Ihre Freundinnen kommen oft zu Besuch. Jede bringt Geschenke mit. Bald hat Melly Kinderkleidung in jeder Größe. Auch Spielzeug, Kuscheltiere und kleine Möbelstücke. Sogar ein Dreirad steht schon in Mellys Zimmer. Es ist mir hier alles viel zu eng. Die meisten Sachen kann Isa jetzt noch gar nicht anziehen oder benutzen. Fred hat mir gestern noch gesagt, dass er ein Fahrrad mitbringen will. Wo soll denn das alles hin? Die Mutter überlegt. Unser Keller ist voll, da passt nichts mehr hinein. Ich fürchte, wir müssen eine Garage mieten. Melly fragt, aber ist das nicht viel zu teuer? Das werden wir sehen. Schau doch mal in die Kleinanzeigen. Manche Menschen haben kein Auto und brauchen ihre Garage nicht. Vielleicht vermietet jemand in der Nähe seine Garage. Das wäre die beste Lösung. Isa schläft gerade. Daher kann Melly in Ruhe im Internet nach Vermietungen suchen. Sie hat Glück. In der Nebenstraße ist eine Garage frei. Sie ruft den Besitzer an. Er ist ein netter Mann. Ja, die Garage ist noch frei. Sie kostet im Monat 50 €. Möchten Sie sie mal ansehen? Melly freut sich. 50 € Miete ist gut. Ich komme gleich vorbei. Mellys Mutter passt auf Isa auf. Sie wollen die Kleine nicht wecken. So kann Melly sich in Ruhe die Garage ansehen. Die Garage ist groß und sauber. Hier kann Melly alle Dinge lagern, die sie im Moment nicht benötigt. Und sie möchte auch noch ein Sofa hineinstellen. Da könnte sie sich gelegentlich eine Auszeit gönnen. Denn sie merkt jetzt schon, das Leben mit einem Baby ist nicht immer einfach. Ab und zu hätte man gerne mal seine Ruhe, auch wenn es nur in einer Garage ist. Abgemacht! Ich nehme die Garage. Der nette Mann ist zufrieden. So schnell hat er noch nie etwas vermietet. Na dann, viel Spaß damit. Die Miete können Sie mir auch bar geben. Ich wohne ja gleich um die Ecke. Melly ist einverstanden. Jetzt hat sie Platz für die vielen Geschenke und sogar einen kleinen Ruheraum für sich gefunden. Möbel hat sie genug. Sie wird es sich hier gemütlich machen.
blau machen. Ich verrate euch, was blau machen bedeutet. Wenn jemand ohne Grund nicht zur Schule oder zur Arbeit geht, macht er blau. Zum Beispiel: Der Wecker klingelt um 6 Uhr. Florian wacht auf, aber er ist noch sehr müde und hat so gar keine Lust, aufzustehen und in die Schule oder zur Arbeit zu gehen. Er sagt: Ich glaube, ich mache heute einfach mal blau. Er zieht sich die Bettdecke wieder über seinen Kopf und schläft weiter. Er macht blau.